Hi und herzlich willkommen. Mein Name ist Kathi und ich freue mich, dass du heute zu mir gefunden hast. Ich habe hier ein kleines Päckchen liegen. Da ist ein süßer Stempel drauf. Das habe ich jetzt auch schon ein bisschen länger bei mir. Und ich dachte, ich packe das jetzt einfach mal mit dir zusammen aus. Es ist aus dem Shop Pichu Moon Art. Und ja, das Bild hat mir sehr, sehr gut gefallen. Das ist ja ein bisschen gedecktere Farben, aber trotzdem finde ich persönlich sehr, sehr schön. Also mein Geschmack trifft es. Sonst hätte ich es mir ja nicht gekauft. Ja. Na? Ich glaube, hier ist auch noch was anderes mit dabei. Ja. Also, es kommt super verpackt hier an. Ganz klasse. Hier ist einmal ein kleines Dankeschön von ihr. Die süßen Sticker und ein Washi-Tape. Das finde ich immer ganz goldig. Das ist auch eine schöne Aufmerksamkeit von dem Shop, finde ich. Sehr, sehr lieb. Vielen Dank. Ja, ich hole alles mal aus der Kiste raus. Und dann schauen wir uns das zusammen an. So. Ich habe mir noch dazu bestellt einmal das Coverpaper von ihr. Das ist eine Rolle mit 10 Meter Coverpaper. Schon sozusagen ein bisschen vorgezeichnet. Also die Kästchen sind 5×5. Hier ist nochmal ihre kleine Chibi und Pichu Moon Art. Sehr süß. Und das werde ich jetzt auch auf dem Bild dann einmal ausprobieren. Da bin ich schon sehr gespannt drauf, weil ich mag es sehr gerne, in Vorgaben zu painten. Und deswegen ist das top. Ja, und dann hatte ich noch mir mitbestellt einmal Steinchen. Kommt auch sehr gut verpackt an. Also wirklich toll. Und zwar einmal die Metallic-Steinchen. Ich mag das sehr gerne. Ich finde das schön von Metallic-Steinchen, wie die Effekte in dem Bild sind. Und deswegen schaut mal, wie süß. Damit es nicht nochmal aus Versehen aufgeht, sind da nochmal die beiden Bärchen in der Umarmung. Ja, die hatte ich mir mit dazu geholt. Also hier ist alles dabei, was das Herz begehrt. Vom Farbton her finde ich jetzt grün, rosé, lila, grau, blau, Silber und Goldtöne. Und auch gleichzeitig mit der DMC beschriftet, außer hier Silber und Grau, Rosé. Die sind so dabei und die anderen haben alle ihre DMC-Nummern. Sehr, sehr schön. Das ist so eine 28er Slotbox. Ich möchte jetzt den Sticker nicht kaputt machen. Moment. Aber normalerweise gehen die Sticker ganz gut abzulösen. Weil ich benutze ja auch immer so Sticker für auf die Boxen. Und da geht das eigentlich sehr gut. Sehr süße. Mache ich mal hierher. Genau, ja. Und du siehst, schön. Die werde ich auch so hier drin lassen.
Denn die Mühe mit dem Beschriften und allem hat sie sich ja gemacht. Und deswegen werde ich das so auch aufbewahren. Es sind ein paar lose Steinchen dabei, das ist aber nicht schlimm. Passiert garantiert beim Abfüllen. Also schön. Ja. Und die Döschen sind ja auch randvoll. No. Bei den Metallic-Steinchen muss man immer ein bisschen aufpassen, das hat sie auch dabei stehen. Zumindest meine ich das gelesen zu haben, dass die manche von der Größe her ein wenig schmaler sind. Aber wenn man da aufpasst beim Setzen, dann hat das eigentlich keine Auswirkungen auf dein Bild. Man muss halt ein bisschen genauer gucken, aber das stört mich jetzt nicht. Ich mache das und dann freue ich mich auf das Ergebnis. Und es sind auch nicht alle Steinchen, da sind immer nur so 1, 2 Ausnahmen dabei. Und ja, was ja nicht schlimm ist. Sollen wir uns mal eine Farbe, wenn ich die ins Schiffchen mache, dann können wir uns das angucken. Am besten, obwohl doch die kräftige Blau. Ich freue mich jetzt, dass ich die Metallic-Steinchen habe. Denn, ja, wie gesagt, ich mag die ganz gern so als ein kleines Highlight dabei. Finde ich das sehr schön. So. Und du siehst hier jetzt bei dem Blau, ne? Bei dem Blau sehe ich jetzt zum Beispiel nicht gravierende Größenunterschiede. Also da fällt mir jetzt gar nichts so auf. Und ich finde einfach diesen Reflex von dem Metallic-Ton sehr, sehr schön. Und ich finde auch in dem Bild kommt das immer, wenn man das schön einsetzen kann, kommt das schön zur Geltung. Genau. Ja, sehr schön. Da freue ich mich. Auch, dass das in so einer praktischen Box kommt. So kann man sie einfach greifen und man hat sie immer parat. Ja. Auch das Schiffchen hier, das ist eins von ihren. Nehme ich auch sehr, sehr gerne. Ist ein bisschen kleiner wie sonst. Aber gerade deswegen habe ich das unheimlich gerne. Ja. So, das kommt jetzt mal rüber. Ja, das Coverpaper packe ich nachher mal aus, denn ich habe eigentlich vor, das Bild damit auszustatten. Und ja, mal gucken, wie das dann wird. Ja, hier kommt einmal das Bild. Es ist schön eingepackt im Seidenpapier. Die Steinchen sind drin, das merkt man schon am Gewicht. Sie hat da immer unterschiedliche Farben von dem Seidenpapier, je nachdem. Und auch, ich denke mal so zum Winter, immer was anderes. So, schauen wir mal. Das ist das halbe Bild. War jetzt halt ein bisschen länger eingerollt, aber das ist nicht schlimm. Ja. Das ist vom Pecho-Monat, dem Shop. Es ist 50 x 65 mit 56 Farben und es ist ein Bild von Salzkatze AI. Sehr, sehr schön. Die Leinwand ist super schön, schön abgesteppter Rand, Wellenrand hier. Sie ist von hinten leicht flauschig. Die Folie hier finde ich sehr schön, die ist schön fest. Toll. Man hat ja auch hier oben die Daten zu dem Bild und die Bildnummer.
und dass es eine Artwork ist, also lizenziert. Ich habe auf der rechten Seite nochmal die Legende. Ich mache gerade mal die Folie ein bisschen ab, da das schon ein bisschen länger eingerollt war. Muss ich das halt alles sehr glatt legen. Aber das hier ist eigentlich eine selbstkletternde Leinwand. Und wenn man die ein bisschen liegen lässt, macht die das natürlich auch von sich aus. Sie glättet sich. Aber da ich das Bild jetzt einmal zeigen möchte, schiebe ich einmal die Folie hoch und lasse sie nochmal sachte drüber, um die Spannung einfach ein bisschen aus dem Bild zu nehmen. Und dann hört es auch auf, sich so einzurollen. Obwohl die Folie hier, die ist so schön, da bin ich wirklich noch mal überlegen, ob ich das Coverpaper drauf mache. Aber doch, ich denke schon. So, und du siehst, es ist glatt. Ganz toll. So, also noch einmal. Wir haben oben die Daten zu dem Bild und hier auf der rechten Seite einmal die Legende. Hier ist auch der kleine Picho-Hase. Die Legende hier besteht aus der laufenden Nummer, dem Painting-Symbol und der DMC-Nummer. Also wirklich toll, schön klar und groß. Also ich finde es super lesbar. Und auch hier der Druck. Du siehst es. Wunderbar klar. Da ist jetzt von meinem Licht. Das spiegelt ein bisschen. Aber es ist heute bei uns schon wieder neblig. Da muss ich das leider anmachen. Ja, aber trotzdem der Druck hier ist wirklich glasklar. Hier ist ein bisschen sozusagen Color Blocking, also viel Farbe von dem einen Symbol, aber sonst wirklich sehr abwechslungsreich. Ja, das Bild ist wie gesagt von Salzkatze. Das hat auch einen Namen. Den muss ich jetzt nur mal kurz nachgucken, weil den weiß ich gar nicht auswendig. Ich glaube, also das Bild ist von den Fairies, wenn ich das jetzt richtig ausgesprochen habe. Delia. Ja. Sehr, sehr schön. Mir hat das sehr gut gefallen. Und zwar, weil das Mädchen halt hier so, ja, so schön sitzt mit den Haaren und den Blumen dabei. Ihre Hand noch hier mit dem Pullover, mit dem schwarzen oder mit dem dunklen. Ich weiß jetzt gar nicht, was der Fall für die 310, also schwarz. Und ja, wie gesagt, also das hat mir wirklich super gut gefallen. Auch das Gesicht mit den Augen, dass die so schön kräftig sind einfach in dem Blütenmeer mit den, ja, mit der Blumenkrone sozusagen. Also wirklich ganz, ganz toll. Sehr, sehr schön. Hier unten an der Leinwand sind nochmal die ganzen Social Media Kanäle von Picho Moon Art und einmal das Hasi, das das Herzchen wirft. Sehr, sehr schön. Klebkraft ist wirklich Bombe bei ihr, also sehr schön. Ich finde den Kleber bei ihr genau, ja, für meine Verhältnisse, für mich perfekt, weil er nicht zu dick und nicht zu dünn aufgetragen ist. Also ich habe manchmal das Problem, dass die Steinchen so ein bisschen bei anderen schwimmen oder ja, der Kleber sehr fest ist. Also ich empfinde ihn als fest. Das empfindet ja jeder immer ein bisschen unterschiedlich. Aber ja, genau.
So, da oben steht zwar, was ich euch eben vorgelesen hatte, 56 Farben, aber das Bild ist ausgelegt mit 39 Farben. Es tut mir leid, das habe ich eben dann verkehrt gesagt. Also wir haben insgesamt 39 Farben auf dem Bild. Und ich denke aber, dass das trotzdem top rauskommt. Also sehr, sehr schön. Ja, die Steinchen sind hier mit dabei. Man kann bei der Bestellung wählen, ob man Fairy Dust Steinchen haben möchte oder AB. AB sind Aurora Borealis Steinchen. Ich hatte mich jetzt hier für Fairy Dust entschieden und das schreibt sie auch immer. Hier ist das auf der Legende mit vermerkt. Genau. Hier kannst du, ach ja, für ihren Shop und die VIP-Gruppe, also wenn man bei ihr bestellt hat, kann man da auch in die Facebook-Gruppe oder auch vorher, das weiß ich jetzt nicht so genau, aber da kann man ja dann lieb anfragen. So, ich hole mal die Steinchen raus. Die Steinchen kommen in Zipbeutelchen, einmal mit der DMC-Nummer und der Grammzahl, wie viele Steinchen im Beutelchen sind. Die sind ein wenig durcheinander, aber das ist nicht schlimm, das kann man sich selber sortieren. Der Zahlen bin ich mächtig. Ich gucke nur kurz nach, wo die Fairy Dust Steinchen sind. Also hier ist einer und das hier ist einer auf alle Fälle. Also hier ein Grauton, die 413 und hier die 959, so ein Grün, die 3607, ein Rosa. Dass hier so viele schöne Rosatöne dabei sind, hätte ich jetzt auch nicht angenommen. Die sind wahrscheinlich aber sehr verteilt in den Blumen. Aber du siehst, es sind mehr so gedecktere Farben. Also grau, dunkelblau, braun. Aber trotzdem sehr, sehr schöne Farben. Von der Bandbreite her finde ich das toll. Auch mal was Kräftiges. Und die Steinchen sind eckige Harzsteine, die auch, also hier siehst du es zum Beispiel, tolle Qualität haben. Ja, ist alles toll. Das hier ist auch ein Fairy Dust. Der hier auch, die 996. Einmal die 310. Die 823. Und die 939. Also große Beutel mit Schwarz. Aber gut, das Bild ist ja auch insgesamt ein bisschen dunkler. Aber ich glaube, dass dadurch dann auch das Mädchen an sich mit den Blumen und allem sehr, sehr schön zur Geltung kommt. Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Ich weiß jetzt nicht, ob hier die Farben dann, weil die Legende ist ausgelegt auf 56 Farben. Jetzt weiß ich nicht, ob das mit der übereinstimmt. Doch. Also hier, das passt alles bis zu 39. Ja, soweit ich sehe. Ich gucke jetzt nur so stichprobenmäßig. Aber die 34 ist das K, also das passt bis zu 39. Und ich gehe davon aus, dass das nur bis zu 39 geht und der Rest vom Händler aus Versehen mit dazu genommen wurde. Ich könnte ja mal gucken, ob die Symbole jetzt spontan dabei sind. Ja, sind sie.
zeige es dir gerade mal. Also hier zum Beispiel dieses Symbol, die 56, ist hier im Gesicht. So. Dann gucke ich mal, das D, ja, ist auch dabei. Hier unten. Und da auch. Ja gut, dann muss ich sie da noch mal fragen. Weil dann würden mir sozusagen ab der 39 die Farben fehlen. Das L, ja, ist auch dabei. Also hier die 45 zum Beispiel, das L ist auch hier. Also haben wir doch 56 Farben. Und nur die Legende hier ist an der Seite von dem Bild ist verkehrt. Auch das der Pfeil, ja, der Pfeil ist die 48, das und die 47. Jetzt bin ich schon mal gespannt. Das wäre ja nicht so schlimm, wenn das so, also wenn die da so ist, das wäre ja nicht schlimm. Wenn die Farben ja dabei wären, wäre das ja gar kein Thema. Dann ist es, ja, es sind dabei. Also, dann stimmt das soweit. Es sind 56 Farben. Und wir haben hier die Legende, nur nicht vollständig. Das ist ja super. Das ist ja alles dann da. Jetzt gucke ich gerade mal, dass machen wir mal das L. Die 3778. Müsste ja dann Orangeton sein. Also die ist schon mal da. Also die 56 wäre da. Zum Beispiel. Ja, das L ist auch zum Beispiel hier. Das heißt, ich habe alle Farben hier. Es müssten 56 Farben sein. 3, 4. ,50, 56. Sind alle da, sind alle 56 Farben da. Das ist gut. Das ist klasse, das freut mich. Also, ein 56er Bild mit 56 Farben, die auch hier in der Papierlegende sind. Bei der Legende hier, da könnt ihr auch ankreuzen bei ihr, dass ihr eine Sticker-Legende möchtet. Und dann bekommt ihr das hier als Sticker-Sheet komplett. Ja, hier sind nochmal alle wichtigen Daten drauf. Einmal Pichu Moon Art, Your Beautiful Art of Diamond Painting, ihr Slogan dazu, dann die Bildnummer, die Bildgröße, die Farbanzahl, das Vorschaubild. Ja, ihr seht auch auf ihrer Internetseite die Bilder schon gepixelt, also wie sie mit den Farben gepixelt fertig aussehen oder fertig gelegt aussehen. Dann hier unten nochmal ihre Social Media Kanäle und hier ist die Legende. Und wir haben 1, 2, 3, 4, 5 Fairy Dust Farben. Die sind blau hinterlegt. Ja. Und ich dachte mir, vielleicht gehe ich hin, wenn das passt, und baue da noch ein bisschen Metallic ein. Aber da weiß ich nicht, ob ich Farben habe, die dann dazu passen. Das müsste ich dann nachschauen. Ne? Ja, oder ich wechsle halt je nachdem eine Farbe so komplett aus. Denn so ein Grünton, das hätte ich irgendwie gerne in Metallic. Also ein Grün hätte ich gern mit drin. Und da habe ich ja hier Metallic Farben und dann
schaue ich mir das Ganze mal an. Weil hier haben wir zum Beispiel die 3814. Die habe ich zwar nicht, aber ich habe die 3818. Naja, gut. Aber das schaue ich dann, wenn ich es mache. Vielleicht lasse ich es auch sein und lege es so, wie es vorgesehen ist. Mal schauen. So. Schauen wir mal. Das hier ist jetzt so eine Fairy Dust Farbe. Ich finde die Fairy Dust Farben sehr, sehr schön. Die sind so ein zartes Highlight, finde ich. Und hier siehst du auch diesen leichten Glitzer, der da mit drin ist. In Silber. Also wirklich schön. Und die Steinchen liegen sehr, sehr gut. Ja. Klasse. Auf das Bild, da freue ich mich. Ich werde mal schauen. Eigentlich wollte ich ja jetzt im November nur die Bilder oder den Drachen anfangen und das Bild zu dem Event. Aber ich glaube, dass ich hier das Bildchen trotzdem anfangen werde. Auch wenn ich dann nur vielleicht ein, zwei Felderchen legen werde. Aber trotzdem. Denn das steckt mir jetzt schon länger in der Nase. Und ja, ich meine, so viele angefangene Bilder habe ich jetzt nicht. Von daher dachte ich, könnte ich schon mal von oben her starten. Ich schiebe gerade mal hier alles so ein bisschen zur Seite, weil ich würde das Bild gern einmal ein bisschen drehen, damit wir zusammen noch schauen können, wo unsere oder wo meine Fairy Dust Farben liegen. Und ich glaube, wenn ich es so habe, siehst du es einfach ein bisschen besser. Ja, also ich finde das mit den Haaren und hier auch die Hand finde ich sehr, sehr schön. Die kommt sehr, sehr schön raus. Auch ihr Mund und die Nase dazu. Also das Gesicht finde ich sehr, sehr schön, sehr ansprechend. Ja. So, die erste Fairy Dust Farbe ist die 413. Das ist das Z. Da haben wir auch ein bisschen mehr. Du hast gesehen, da habe ich 2800 Steinchen und es sollen 12,17 Gramm drin sein und wir haben 12,9 Gramm. Also falls irgendwas dabei ist, was man von den Steinchen her, wenn da ein Näschen ist oder sowas und man kann das nicht nehmen oder ein Löschlein oder sowas, dann hat man immer noch genug, um die Sachen halt auszusortieren. Finde ich sehr, sehr schön. Das finde ich auch sehr toll an ihrem Shop, dass die Sachen halt immer ein bisschen mehr dabei sind. Wobei ich sagen muss, ich habe jetzt schon ein paar Bilder von ihr gelegt und also so wirklich schlechte Steinchen hatte ich noch nicht. Waren immer super. Also wirklich immer gut. Rund wie eckig. Also ich habe auch schon ein rundes Bild von ihr gelegt. Genau, mit rund hatte ich bei ihr angefangen und bin dann auf eckig umgeschwenkt. Ja, der Fairy Dust hier, um darauf nochmal zurückzukommen, ist hier überall in ihren Haaren mit drin, sachte verteilt. Also wirklich ganz, ganz zart. Immer so ein paar. Muss ich kurz gucken. Hier zum Beispiel das Z. Hier. Ja. Also wirklich so zart verteilt und überall. Sehr schön. Na, da auch. Also so ein bisschen überall. Finde ich aber nicht schlecht.
weil er ja nicht im Block gesetzt ist, sondern immer so als ein kleines Highlight. Mal eine Strähne hier, mal ein bisschen dort. Also so verteilt an ihren Haaren und den Blumen. Auch hier am Auge, da sehe ich jetzt noch ein. Und hier auch. Aber da ist wirklich dann, ja, also sehr, sehr schön. Dann haben wir den grünen Fairy Dust. Das ist das E. Das ist die Farbe 959. Und der ist hier schon so ein bisschen mehr, aber ja, es ist ja ein Fairy Dust und das ist jetzt nicht so wie ein AB, da jetzt nicht, sondern der ist ja ganz zart und sachte hier und deswegen finde ich den auch toll eingesetzt, schön bei den Grüntönen. Also überall, wo so Grün mit drin ist, auch in den Augen, das freut mich sehr, weil ich finde, Fairy Dust in den Augen sieht schon klasse aus. Also trifft meinen Geschmack. Dann haben wir die 966. Das ist das J. Das J. Auch ganz zart, was ich bis jetzt gesehen habe. Hier. Ganz zart, vereinzelt. Hier auch im Hintergrund. Also hinter dem Mädchen sozusagen. Sehr, sehr schön. Ja, hier unten auch noch. Ganz zart bei dem Grün mit dabei. Toll. Dann haben wir den Blauton, die 996. Das ist der Punkt. Den haben wir einmal hier. Ich zeige es dir gleich näher. Hier und hier. Einmal hier, da und hier ein paar. Und hier oben. Schön. Also ich finde die Highlights sehr gut gesetzt und getroffen. Ja. Ich finde das generell immer ganz toll von ihr eingesetzt. Ich weiß jetzt gar nicht, ob die Bilder von ihr auch handgerendert werden nachher oder ob sie das vielleicht nur bei den großen Bildern macht. Das weiß ich jetzt nicht, aber trotzdem finde ich das bei ihr immer sehr passend eingesetzt. Egal ob AB oder Fairy Dust. So, der letzte Fairy Dust ist die 3607. Das ist dieses Symbol. Ich nenne das immer Tankstelle oder Zapfsäule, weil mich das irgendwie an eine Zapfsäule erinnert. Deswegen ist das bei mir das. Ach ja, schön. Und der ist hier überall bei diesem Rosa mit eingesetzt. Hier in der Blüte auch. Ganz toll. Ich glaube, weiß jetzt gar nicht, ist das eine Dahlie? Hier das da hinten, finde ich, sieht einer Lilie sehr schön ähnlich. Also das würde ich sagen, ist eine Lilie. Hier, das würde ich jetzt als Dahlie bezeichnen. Ich bin mir aber sehr unsicher. Ich weiß es nicht genau. Dann hier, das erinnert mich immer so an diese Pompon-Blume. Also ganz, ganz toll. Aber hier ist der rosa Fairy Dust, bin schon wieder abgeschweift, der rosane Fairy Dust mit drin. Hier bei der Lilie auch.
und so ein bisschen verteilt in den rosanen Blüten. Sehr schön. Ja, klasse. Ein sehr, sehr schönes Bild. Sehr toll. Gefällt mir mega gut. Ja, wie gefällt es dir? Das würde mich auch mal interessieren. Ist sowas eher auch dein Geschmack oder bist du mehr bei diesen knalligen Farben? Das kommt ja auch bei vielen Bildern oder bei vielen sehr schön raus. Die Sachen. Ich glaube, wenn das Bild, das sieht man jetzt in diesem Druck, wenn das nachher gelegt ist, glaube ich, kommt das super raus. Ja, ich bin gerade am Überlegen, wie ich das jetzt mit der Folie mache, denn eigentlich möchte ich die gerne ausprobieren. Und ich werde jetzt hingehen. Das passt ja so nicht ganz. Nicht ganz sozusagen auf das Bild. Ja, weil das Bild hat ja 50 und die Folie, ich glaube, hat 45 von den Maßen her. Und ich werde hingehen und hier die Folie nachher gleich ein bisschen zurück machen und hier einen Teil mit Folie einfach bedecken, mit dem Coverpaper hier bedecken. Und das Bild dann so schon mal als vorbereitet haben. Ich werde die Folie nicht komplett abziehen, sondern nur einen Teil machen. Du hast gesehen, die Rolle ist noch mal gut eingepackt gewesen. Und das ist super. Die rollt sich dann so auch nicht auf, sondern ist klasse verpackt. So, oh, das habe ich schon gehört bei mehreren. Das ist, du siehst es, es spiegelt. Das ist richtig beschichtet. Schön. Das finde ich ja toll. Das ist klasse. Bis an den, bis an den Rand. Auch wenn hier die Strichelchen aufhören, sozusagen die Markierung, die Feldmarkierungen. Es ist bis an den Rand, du siehst es durch die Spiegelung von meinem Licht, beschichtet. Das ist ja klasse. Toll. Jetzt bin ich schon baff. Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich das Päckchen schon vorher ausgepackt. Ha. Naja, man lernt immer was dazu. Ja, so ist es. So, jetzt bin ich am Überlegen, dass ich hier den Rand hier, wo ja keine Markierung ist, da er ja trotzdem beschichtet ist, werde ich den mit benutzen. So, und ich werde 1, 2, 3 Felder mir hier abtrennen und dann draufkleben. Ja. Wo ist meine Schere? Da. 3. So. Sehr schön. Auch schön stabil, also klasse. Bin ich sehr begeistert von. So, für das Coverpaper da jetzt drauf zu machen, schlage ich jetzt einfach die Folie, so weit es geht, zurück. So. Und setze mir dann dort
Ich rolle mir das immer so ein bisschen auf, damit ich das besser handeln kann. Und dann setze ich das hier unten einmal bündig. Da mache ich es jetzt bündig mit dem Strich an. Also Klebkraft von dem Bild ist auch wirklich toll. Schön. Ich habe gerade hier jetzt noch geguckt nach dem Kleberand, aber der ist wirklich nur ganz, ganz minimal. Und dann streiche ich das hier so drüber. Aber Washi-Tape werde ich wahrscheinlich trotzdem noch drumherum machen, weil ich das einfach gerne habe. Einmal Washi-Tape um das ganze Bild herum. So. Jetzt hätte ich da hinten noch einen Streifen frei. Den lasse ich jetzt auch frei. Ich werde jetzt noch hingehen und hier mir die Folie so weit dann abschneiden, damit das Coverpaper sozusagen frei ist. Und so werde ich dann auch starten, um das zu painten. Sehr, sehr schön. Das ist toll. Ja, bei der Folie lasse ich immer noch so einen kleinen Teil drüber laufen. Du könntest die Folie jetzt auch ganz normal drauf lassen. Ich mache sie jetzt ab. Also ich mache sie ja nicht komplett ab, weil da hinten ja kein Coverpaper ist. Da könnte ich jetzt auch noch das Coverpaper ansetzen, aber das lasse ich jetzt. Ich will das so anfangen und ich werde das dann nachher, gehe ich davon aus, dass ich diese Stelle einfach zuerst painten werde und danach hier das. Genau, sehr, sehr schön. Also klasse. Ganz, ganz toll. Jetzt bin ich mal gespannt, ob man das auch noch so machen kann, dass man den Rand so ein bisschen abmacht oder ob man, nein, das geht auch. Klasse. Super schön. Also top. Ganz, ganz toll. Tolles Produkt. Ich mag sowas ja, wie gesagt, unheimlich gerne. Und es ist auch noch super einfach anzuwenden. Ne? Ich meine, du siehst es hier. Auch das hier funktioniert. Dieses Abreißen sozusagen. Klasse. Und es liegt wirklich Bombe. Schön. Auch das Ablösen ist super. Schönes Produkt. Also ganz, ganz toll. Hätte ich das früher gewusst, wie gesagt, hätte ich es früher ausgepackt. Ja. So, jetzt werde ich mir nachher noch die Steinchen einsortieren. Und dann werde ich noch hingehen und da hinten das erste Fältchen einmal legen. Bei mir ist es auch immer unterschiedlich, ob ich oben anfange oder unten anfange. Das mache ich je nachdem, wie ich Lust und Laune habe. Ja, genau. Ja, das war es dann auch schon von mir mit diesem Bild und dieser kleinen Bestellung bei ihr. Den Shop verlinke ich dir
gerne mal unten, dann kannst du dir das da in Ruhe mal anschauen, denn wie gesagt, sie hat ja auch Bilder mit ganz, ganz vielen Farben, auch wunderschön, und mit weniger Farben Bilder, und ja, ist ein sehr, sehr schöner Shop. Also ganz tolle Qualität, wirklich klasse. Freue ich mich immer, wenn ich ein Bild finde, das mir zusagt, obwohl da so viele schöne Bilder sind. Also Leute, so viel kann ich gar nicht painten, wie ich da Bilder haben möchte. Ja, in diesem Sinne, schau gern mal vorbei, und dann zeige ich dir sozusagen in meinem Monatsupdate, wie weit hier das Bild gewachsen ist. In diesem Sinne würde ich mich freuen, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist. Bleib gesund. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.